Hallo zusammen, heute in diesem Video zeige ich euch mal aus dem 19. Jahrhundert die Arbeitersiedlung in Imatra in Dainiokoski. Bleibt dran, wenn es dich interessiert. Nach dem Intro geht es weiter. Willkommen in Imatra, einer Stadt, deren Geschichte untrennbar mit dem Fluss Vuoksi verbunden ist. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Zeitreise an einen Ort, der das Alltagsleben der Menschen widerspiegelt, die diese Stadt mit aufgebaut haben. Das Industriearbeiter-Wohnmuseum. Unsere Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Die Stromschnellen des Vuoksi waren eine unerschöpfliche Energiequelle, die bald die Aufmerksamkeit der Industrie auf sich zog. Im Jahr 1895 erwarb die Aktiengesellschaft Tornator Land am Fluss und legte damit den Grundstein für die Großindustrie in der Region. Man baute eine Holz- und Papierfabrik und ein Walzwerk. Der Ortsteil Dainiokoski begann, sich rasant zu einem pulsierenden Industriezentrum zu entwickeln. Doch wohin mit den Arbeitern, die aus dem ganzen Lande herkamen? Ab 1896 errichtete das Unternehmen einfache, aber zweckmäßige Wohngebäude, die sogenannten Kasernen. Stellt euch vor, eine ganze Familie lebte hier in Wohnungen, die oft nur aus einem Zimmer mit Küche und einer kleinen Speisekammer bestanden, auf einer Fläche von gerade mal 20 bis 25 Quadratmetern. Treten wir ein in das Herzstück dieser Arbeiterwohnungen, die Küche und die Wohnstube. Diese Räume waren oft der Lebensmittelpunkt der gesamten Familie, der Ort, an dem gekocht, gegessen, gearbeitet und das soziale Leben stattfand. Die Küche war klein und funktional. Ein einfacher Holzherd dominierte den Raum. Er diente nicht nur zum Kochen, sondern spendete auch Wärme, besonders wichtig in den kalten finnischen Wintern. Daneben standen oft ein einfacher Küchentisch und ein paar Stühle. Hier wurden einfache, aber nahrhafte Mahlzeiten zubereitet. Haferbrei, Kartoffeln, oft mit Fisch oder etwas Fleisch, wenn es das Budget zuließ. Den Geruch von Kiefernholz und frisch gebackenen muss man förmlich riechen können. Gleich nebenan befand sich die Wohnstube. Auch sie war bescheiden eingerichtet, aber mit Sorgfalt und Liebe zum Detail. Vielleicht stand hier ein einfaches Sofa oder eine Bank, ein kleiner Tisch und ein paar persönliche Gegenstände, die von den Reisen oder der Heimat der Familie erzählten. Diese Möbel waren oft sehr einfach, aber sie erfüllten ihren Zweck und schufen ein Gefühl von Gemütlichkeit. Diese beiden Räume waren nicht nur Orte zum Leben, sondern auch zum Arbeiten. Frauen verrichteten hier Handarbeiten oder nähten Kleidung. Kinder spielten im Winter auf dem Boden, während die Erwachsenen sich austauschen und den Tag Revue passieren ließen. Hier wurden Geschichten erzählt, Pläne geschmiedet und die Sorgen des Alltags geteilt. Es war ein Leben, das auf Gemeinschaft und Zusammenhalt baute, wo jeder Quadratmeter effizient genutzt werden musste. Wir betreten die Nachbarwohnung.
Ein Raum, der ebenfalls von einem langen Leben erzählt. Gleich an der Wand entdecken wir eine alte Uhr, die still zu stehen scheint, die Zeit aber dennoch festgehalten hat. Die Kommode oder das Buffet ist geschmückt mit Kerzenständern und einer feinen Porzellanfigur. Darüber hängt ein sehr altes Bild, vielleicht das des Hausmieters, das uns aus längst vergangenen Tagen anblickt. Ein besonderer Blickfang ist das große Bild der gesamten Belegschaft an der Wand. Ein eindrucksvolles Zeugnis des Zusammenhalts und der Identität als Arbeitergemeinschaft. In der Ecke steht ein Tonnenofen, der im Winter für wohlige Wärme sorgte. Die alten elektrischen Leitungen sind ein Detail, das den Fortschritt und die Annehmlichkeiten dieser Zeit widerspiegelt. Daneben entdecken wir ein Bild von Menschen auf dem Feld bei der Ernte. Es erinnert daran, dass viele der Arbeiter auch aus der Landwirtschaft kamen oder einen Teil ihrer Nahrung selbst anbauten. Darunter steht ein Regal, gefüllt mit Büchern, die vom Wunsch nach Wissen und Unterhaltung zeugen, und einem sehr alten Radio, dem Tor zur Welt in einer Zeit ohne Fernsehen. Links daneben öffnet sich eine Tür zu einem kleinen begehbaren Kleiderschrank von etwa 2 Quadratmetern. Funktional und platzsparend. In der Mitte des Raumes steht ein runder Tisch, auf dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Eine sehr alte Brille liegt dort, daneben ihr Etui, eine Schale mit 2 Händen, vielleicht ein symbolisches Geschenk oder Erinnerungsstück, und eine Zeitung vom Jahr 1928, deren Schlagzeilen die Welt von damals zu uns bringen und die wir uns kurz genauer anschauen werden. Wir betreten nun die Küche dieser Wohnung. Gleich auf der linken Seite sehen wir ein Doppelbett. Es mag klein wirken, doch es lässt sich ausziehen und bot einer ganzen Familie Schlafplatz. Direkt daneben steht die Waschschüssel, in der man sich wusch. Ein eigenes Badezimmer gab es damals nicht. Für die Körperpflege nutzte man die Gemeinschaftssauna. An der Wand hängt eine Kaffeemühle. Und die Kaffeekanne wartet auf den frisch gemahlenen Kaffee. Viele der Gegenstände hier auf dem Herd sind heute längst vergessen. Die jüngere Generation kennt sie kaum noch und weiß oft nicht, welche harte Arbeit hinter ihrem Gebrauch steckt. Dieser Herd wurde übrigens nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Backen und Erhitzen von Wasser benutzt. Werfen wir einmal einen Blick in die Speisekammer. Hier bewahrte man früher alle Lebensmittel auf, die keine Kühlung brauchten, wie zum Beispiel Mehl, Brot, Kaffee, selbstgemachte Säfte und eingemachtes Obst und Gemüse. Und natürlich auch die wunderbare Beerenmarmelade, die man in Finnland immer bekommt. Heute finden wir hier Reliquien aus vergangener Zeiten. Im Gegensatz zu damals hat sich an der Funktion der Speisekammer nicht viel geändert. Einige Werkzeuge gab es damals schon. Nur waren sie früher aus Holz und heute oft aus Kunststoff, obwohl Holz der bessere Werkstoff war. Lasst uns nun in das andere Gebäude gehen, wo die Gemeinschaftsbäckerei und die Sauna untergebracht sind. Ein wunderschönes historisches Gebäude, das direkt am Flussufer liegt. Hier im Vorraum der Sauna oder der Umkleide findet ihr alte Reliquien und interessante Informationen über die damalige Zeit. Und wenn wir gleich in die nächsten Räume gehen, werdet ihr noch mehr entdecken. Die Sauna selbst war eine Gemeinschaftssauna, ein wichtiger Ort, an dem sich die Arbeiter
nach ihrem Dienst trafen, entspannten und reinigen konnten. Schaut, hier gibt es mehrere Bottiche, in denen heißes Wasser gekocht wurde, um sich nach dem Saunagang zu waschen. In der hinteren Ecke steht der Ofen. Lasst uns ihn etwas genauer ansehen. Dieser Saunaofen hat eine Besonderheit. Er verfügt über eine kleine Luke. Die Saunasteine sind im Ofen und nicht obenauf. Das hat einen großen Vorteil. Der Ofen bleibt so länger warm, sodass auch nachfolgende Arbeiter den Saunagenuss nutzen konnten. Das sparte zudem eine Menge Holz. Hier im selben Gebäude befand sich übrigens auch die Gemeinschaftsbäckerei. Wir haben sie in diesem Video bewusst weggelassen, denn man soll ja noch einen Grund haben, dieses faszinierende Museum selbst zu besuchen. Solche Orte waren das Herzstück des sozialen Lebens, wo man sich traf und austauschte, während die Wärme der Öfen Geborgenheit spendete. Bevor wir Abschied nehmen, besuchen wir noch ein letztes kleines, aber nicht weniger bedeutsames Gebäude auf dem Gelände, das Pegelhäuschen. Von hier aus wurde der Wasserstand des mächtigen Wuchsi-Flusses gemessen. Eine unscheinbare Hütte, die jedoch entscheidend war, um die konstante Energieversorgung der Fabriken zu gewährleisten. Das Fundament der gesamten Industrie in Imatra. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in das Industriearbeiter-Wohnmuseum in Imatra hat euch gefallen und euch neugierig gemacht, diese einzigartige Geschichte selbst zu erleben. Es ist ein Ort, der uns daran erinnert, wie das Leben der Menschen aussah, die diese Industriegeschichte erst möglich gemacht haben. Der Eintritt in dieses Museum ist frei und die Adresse findest du in der Videobeschreibung. Der Weg ist ganz einfach zu finden. Das war's mal wieder. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn du noch weitere interessante Dinge aus Finnland sehen möchtest oder meinem Leben etwas folgen möchtest, dann abonniere den Kanal. Und jetzt heißt es Daumen hoch und hey hey.